Sie seien gewesen junge Menschen, haben Tate Mama gewohnt auf New Yorks niedriger East Side, wo sie haben Anteil genommen in linke politische, künstlerische und theatrische Kreisen. Nur als ich bin gewesen Kind, ist es schon gewesen, die McCarthy zu kaufen. Man hat behalten die rote Bücher auf den Boden. Man hat gemacht kleiner Anlaufen werden kein Kanada, wenn McCarthy wollte gerufen sehr Namen und man hat nicht mehr geredet von den damaligen Zeiten. Ich habe gewohnt in Australien, wo ich habe getroffen eine Marionettenmacherin. Ich habe sehr tief getracht wegen Marionetten und ich habe beschlossen, es ist nicht zu lieb Sprach, was wir seinen Menschen. Es kann sein, dass es Sachayas haben Sprach. Wir seien Menschen, weil wir haben Marionetten. Achaya, was macht und manipuliert eine Image an sich allein, ist ein Mensch. Es hat Selbstwissigkeit. No. Next page, please. Ich habe geschrieben eine kurze Pièce wegen ein paar Marionetten, was stammen von paläolithischen Zeiten. Von damals haben sie geprobt zu avancieren Geschichte. Es ist öfter gewesen die schwerste Sache, was ich habe geschrieben. Halb von meinem Doktorat ist bestanden von 100 handgeschriebene zeitliche Algebra. Das kleine Piècele ist gewesen Punkte so schwer zu schreiben. Ich habe erzählt der kleine Meister als Hintergeschichte zu der Pièce. Wir seien alle gesessen in Hell, rund dem Feuer. Der Schaman hat genommen ein bisschen Fell in eine Hand und ein paar Federn in anderen. Und als der Fell ist geworden Haie, seien die Federn geworden Vögel. Und als die Federn seien geworden Geist, ist der Fell geworden Shed. Und in dem Moment hat alles angehäuben. Weil das ist gewesen das erste Mal, was etwas auf der Erde ist gewesen, nicht nur das, was es ist gewesen. Wir haben gespielt die Pièce in einem kleinen Theater auf Broadway oder öfter off-Broadway. Mary Cairns hat gespielt die Rolle von Tiresias und ich die Rolle von Talisman. Es ist gewesen eine rührende Überlebung. No? In den 20 Jahren rum bin ich geworden wegen dem amoligen Mordecai-Theater, ein linker jiddischer Marionettentheater auf der East Side in die 20er und 30er Jahren. Ich wollte sich verlassen auf dem, es tat Mama seinen Gewinn bei Ort dem Theater und haben ihn gehabt stark lieb. Ich bin sicher, sie haben keinmal nicht erzählt wegen dem. Und in nach ein paar Jahren rum habe ich geöffnet Mäuschenleib-Helperns die goldene Pava und gefunden die folgende Zeichnung von Josel Cutler, wer es gewinnt der Cut von Mordecai. Ort ist der Schaman vor dem Feuer
für die Heilmenschen. Ich glaube nicht sehr stark in Freuden oder in Jungen und in sein kollektiver Unwissigkeit. Aber was kann man tun? Reis seinen Reis. Das mal zeigen. Very nice. I noticed. Okay, I'm going off down. Just a fine thing for you to eat. Okay, danke. Dank. Ruti hat gewohnt in Irland mehr von 30 Jahren und hat Punkt jetzt gekrogen irische Bürgschaft. Mazel tov, Ruti. Sie ist ein Klezmer und ein Musiklehrer, ein Liedschreiber und Dramatist. Sie wohnt in Kokstadt und spielt in Freude-Pjessen und andere Gruppen. Sie macht Musikvideos auf der Internet für sehr kleine Kinder, Tots. Letztens hat sie geschrieben eine Pjesse, was vorgeht in der Jiddische Kehille. Ruti wird singen, Ruti redet nicht kein Sach Jiddisch, sie redet nicht kein Jiddisch. Ich meine, sie weiß ein paar Wörter, aber sie weiß ein paar Lieder und sie wird singen heint um den Feier. Sie hat gefragt, als in der Refrain jeder eine, ob sie willen, kann unmute und sing Lai 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 mit ihr. Aber nach der Refrain gedenkt zu mute noch einmal. Ja, das ist klar. Wir wollen sehen, was wird sein. Ruti, over to you. Also, das ist Irish. Und ich will zuwiesen, als mein Band Pop-Up Klezmer spielt Klezmer-Musik jede Dienstagnacht in Cork City in der Gables Pub. Ihr könnt finden uns auf Facebook. Pop-Up Klezmer. Google Translate. Around dem Fire, wir singen Lieder. Die Nacht ist tired, man wird nicht müde. Und soll der Feier verloschen werden, scheint auf der Himmel mir seine Sterne. Tag räumt die Kerb mit Blumenkranzen, around dem Feier, mir freilich tanzen. Weil tanzen Lied, ubidup, ist unser Leben. Und noch in Schlaf, Geläumes schweben. Jetzt, ai, 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 ai. Tag rund die Kerb mit Blumenkranzen, around dem Fire, mit freilich tanzen. Tanzen Lied, ubidup, ist unser Leben. Dennoch in Schlaf, Geläumes schweben. Such an inhospitable environment. Hey!
Hey, oh, Ruti, Fine. made it. The backing singers were wonderful. No Habul. No Habul. Mal tanzen singen, singen leben. Warum dann Dank, Ruti, sehr, sehr schön. Und dein Jiddisch, ja, sag mehr von früher. Ellen Golfert ist ein bekannter Schreiber in einer Sachgenre. Novelles, Poesie, Prose. Sie ist ein Mitglied von der Edinburgh Yiddish Group, Heather's Edinburgh Yiddish Group. Sie hat mir erzählt, Ellen hat mir erzählt, was ihre Liebschaft für Jiddisch ist eine Sache größer von ihrer Fähigkeit zu reden. Du und ich, euch, Ellen. Over to you. Ein großen Dank. Ich habe herausgegeben Romanen und Poesie in Englisch, aber ich prüfe einmal schreiben Poesie in Jiddisch. Mit der Hilfe von unserer teure Lehrerin Heather Valencia. Mein erstes Lied, Luftloschen, ist gewesen adaptiert und rekordiert von der Kapelle Yiddish Song Project. Die letzte, ich will lernen 4, die letzte, a Skype mit Eliyahu, ist ein neues Lied, geschrieben für Pesach und ist gewesen übergesetzt von Heather. Okay, Luftloschen. In der Nacht im Avion, über den Atlantik, ich kann nicht schlafen. Ich lerne sich Mama loschen. Ich arbeite und suche Wörter. 30.000 Fuß unter mir, auf ein Schiff von einem anderen Jahrhundert, sieht mein Boba die Licht von Amerika. Sie warft das Mamaloschen in Jammer ein. Die Wörter fließen über dem Wasser, durch die Wolken und durch die Jahren. Ich suche sie, sie suchen mir. The next is Mama Mamaloschen. Mama Mamaloschen tragt Krellen von baltischen Bürsten, ein Schmitz von französischem Parfüm und eine Pistole, was so vermogt, ein Gangster in Odessa. Unter der Kleidel übergemacht von der Hochems Talis. Mama Mamaloschen verlost keinmal nicht ihr Kirch und geht sie ständig in die Gassen und blonget zwischen die Stieblich und die Kabaretten. Der stehlendig Witzen, was seinen schon gewähnt alt, wenn Bavel ist gewähnt jung. Mama Mamaloschen hat vergessen, wo sie ist gewähnt geboren. Aber sie trug 20 Päser, aufgenähten in einem Säum von Regenmantel. Mama Mamaloschen segelt über die 7 Jammen in der tesselächerten Ratierschaft. Sie vertreibt Leviathan mit der Rezitatie von ihren Rezepten für gefüllte Fisch und gehackte Hering. Mama Mamaloschen hat eine Sachgeliebte. Sie knippt die Blasebecken von ihr Schäferbuchers, infiltriert sich sehr Töchters Holmen und kokettiert mit älteren Sozialisten jeden 1. Mai. Mama Mamaloschen kennt mehr Lieder wie die Feigl, mehr Tefilles wie die Melochim, mehr Kloles wie King. Und sie quankelt keinmal nicht zu sagen dem Ebersten, bietere Emerson. Mama Mamaloschen gibt mir die Schließlen von ihr Haus, wo 1000 Tieren verlangen geöffnet zu werden. Aber sie beißt die Schlösser zwischen meine Visiten. Oid komm ich nicht die Kuf, wenn sie ruft mir. Sie reiht Brosch von einer Armee von Dichters. Und ich muss bemühen, ihr noch schleppen. Moira hobendig, sie kennt, Cholila, von mir antläufen. Ein kleines Lied, eine kleine Revelation. Der Gott, was hat gerät,
mit Mäuschen auf den Berg. Will nicht, zu lieb, sie wiss klare wie der Tag, verschreiben sich vor Ponnenbuch. Aber die, was verstehen das Fegeloschen, sagen als die Schechine, Mama von unseren Schummes, hat ganze Chattes Anhängers auf Twitter. Und die letzte, a Skype mit Yahoo. Nu, efter sollst du nicht kommen zu uns? Bist du sicher, als du darfst rausgehen in Dreußen, Eliyahu? Wogeln dich herum der Welt, suchen dich zu Dorin. Ein Mensch wie du, ein Geborener in der bronzen Kufa, gehört ganz gewiss zu der Kategorie von die Same Verwunderliche. Und bist du sicher, als dein Kantschaft in die hohe Fenster wird dich behieden gegen der Sakonis ne Falschesticker kränk? Aber du fragst mich, und was wird sein, wenn mir gießt dem Becher Wein und mir öffnet Tier mit zu sagen, Barhaba, und das volle Glas wird das mal nicht. Leibig, zu alle andere Sedernacht, verlieren auf ein säudestigen Häufen, a Kappel von einem Wein, was negerige Kinder haben früher abgemosten. Sie wollen sein schwer enttäuscht. Miss Doma, haben sie das Glas schon angetappt mit besonders ansteckige Fingerlich. Nu darüber, Eliyahu, bleib ja Jahr in der Heim. Do you have an easy day, family? Heel schön zu sein, aber hätte euch in Englisch und euch in Yiddish. Oh, I think they were on just now, right? Tamara und Arturo sind von Mexiko-Stadt. Tamara ist ein Gerontologist, ein Lehrer und hat ein Doktorat, Chaverschaft bei University College London. Sie forscht die jiddische Presse in Lateinamerika. Arturo ist aufgewachsen mit Jiddisch und Hebräisch in der Schule. Er ist ein Psychologist, ein Jiddisch- und Spanisch-Übersetzer für den NHS und er lernt Jiddisch, Hebräisch und jiddische Limudim. Tamara und Arturo haben zusammen gegründet Yiddish Stub London. Okay, unmute yourselves. Shalom Aleichem. Wir wollen euch erklären ein bisschen wegen Mexiko. Mexiko, es ist da eine Sache Jiddisch in Mexiko. Das ist Mexiko, auf der Mappe, was ist zwischen ist in Amerika, also wenn eine Sache Menschen trachten, was ist in Amerika. Und das ist von Guatemala und von die Vereinigten Staaten. Bitte. Die kommen dicke. Ja, die Ashkenazim sind gekommen von Europa in die 20er Jahren. Und sie haben herausgegeben, ihre eigenen Journalen, Zeitungen und sie haben angeführt kulturelle Aktivitäten auf Jiddisch. Und das Bild ist das Bild von Justo Sierra Schil, was man hat gebaut in 1941. Und das ist eine Kopie von einem Schild, was ist in Schavel. Und die ältere Bobbe hat Chassene gehabt in dem Schild und später habe ich Chassene gehabt in dem Schild. Und was ist geschehen mit dem Schild in Lite, ist, dass es ist heute gemacht, beschassen Churben, aber wir haben ja eine Kopie von dieser Schild in Mexiko Center. Bitte. Okay, ich will euch lernen ein Lied, was Itzhak Berliner hat geschrieben. Ist
ist gekommen zu Mexiko in 1922 und hat gearbeitet zusammen mit sehr bekannten Bilder Diego Rivera. Was ist sehr, sehr bekannt in Mexiko, aber im Istome hat einmal gehört zu lieb dem, als ist gewesen der Mann von Frida Kahlo, was wir kennen sehen, euch in einem Bild. Und Diego Rivera zusammen mit Yitzhak Berliner haben herausgegeben ein Buch auf Yiddish wegen Berliners Meinungen wegen Mexiko und Wiederklangen. Und Diego Rivera hat gemalt die Poemes. Das Buch hat geheißen Stadt von Palätzen. Und ich will lernen nur ein Lied. Was ist wegen Teotihuacan, bitte, die kommendike? Gut. Es seien da allerlei Lieder wegen Mexiko in einem Buch, aber ich will nur lernen ein Lied, was heißt Teotihuacan. Und das Lied redet wegen was hat getracht wegen die Pyramiden, aber auch wegen die Theorien, wer hat gebaut die Pyramiden. Und auf Teotihuacan heißt das Ort, wo die Götter seien geboren geworden. Und das kommt von Nahuatl. Teotl meint Gott und Teotihuacan meint das Ort von Teotl meint Gott und Teotihuacan meint das Ort, wo sie seien geboren geworden. Und es ist gewesen ein zeremoniell und Astrologie-Center, was man hat gebaut, 500 Jahre, ich weiß nicht, wie ich soll sagen, aber before Christ, sein Michael. Und ich will lernen jetzt der Teotihuacan. Bitte, die kommendike. Als ihr werdet allein sehen, es seien da ein paar Paragraphen, was man hat sie nicht übersetzt. Das ist eine Übersetzung von Ilan Stavans und ich will es lernen. Jetzt, das ist Yitzhak Berliner, Teotihuacan. 1000-jährige und steinerstumme Pyramiden, im Mitte von Berg in schweigendicke Flachen. Wie viel vieles, wie viel säudesdicke Schwachen hat euch gesungen, da auf euer Volk im Frieden? Ihr habt das Schweigen Eiers tief in sich eingeschlungen. Ich weiß nur, als zurück mit zähnlichen Jahrhundert es hat ein Volk von Völkern abgesondert, zu unbekannte Götterleuben ausgesungen. Und Escher hat mein älter Seele da auf euch getrotten und hat gelassen bei Jerusche in mein Blut Asod weiten. Und Escher liegt mein Ursprung unter Steiner Eiere verschotten. In Schweigen ewigen Durchlauf von unendlichen Zeiten. Wer seien es gewähnt, die wunderlichen Riesen, die Gwurim, was haben euch gelegt, die schweren Steine und Graniten? Völker ältere und alte haben Völker neuere geboren. Nur es haben da die Pyramiden sehr Ponym nicht gebeten. Pyramiden, es stammen deine Bäuer von Ägypten, von Phönizien, sie von Jiden? Ich weiß, es hat durch Spaniens Inquisitie mit ihr christlich heilig Gläuben eingefleckt, dem Namen von Tolteken abzuschrecken. Gorer Welt mit Wildkeit von Indianern, heute zu räuben, stillen Frieden abzumecken von der Erde Völkerstammen. Sonn auf Pyramiden, verdeckt dem Sod, dem Ewigen mit deinen Flammen. Wie Tamara hat gesagt, es fehlen zwei Paragraphen in Stavans Übersetzung. There's 2 paragraphs missing in Stavans translation. Anyway, ich will lernen eine Übersetzung, was ich habe allein gemacht, von ein Lied,
was ist geschrieben bei, es ist originell geschrieben geworden in Nahuatl. Das ist die Sprache, was die Azteken oder die Mexicas haben geredet. Ist gewesen sehr, sehr berühmter Poet und sehr berühmter Kämpfer euch und King euch. Sein Name ist gewesen Nezahualcóyotl. Wir können finden das Lied in sehr kleine Oisies in die Notes, was von 100 pesos, that's equivalent to like 5 pounds, in Mexiko, ihr könnt finden das Lied in sehr, sehr klein in the notes. As this is a picture of a zoom of the note where you can see the emperor. So up here you have it in the original language, which is Nahuatl, and down here you have the Yiddish. And I want to thank Bruria, who is around here, for her help with the Yiddish. So we have the translation on the next one. Wir haben eine Übersetzung da. Ich bin verliebt in dem Gesang von der Zentzontle, Vogel von 400 Keules. Ich hab lieb dem Grünsteinsfarb und dem schickerdicken Parfum von Blumen. Aber mehr wie das hab ich lieb mein Bruder, Benodem. Sehr, sehr. Sehr interessant und sehr schön. Danke, Gloria. Die Londoner jiddische Ukulele-Gruppe ist geboren geworden mit 3 Jahren zurück, wenn Steve Ogen hat sich begegnet mit Mike Zook bemäßig Ottersoi, ein Jiddisch-Kultur-Sommerprogramm in London. Es seien 9 reguläre Ukulele-Spieler, was kommen in der Gruppe. Jetzt machen sie Zoomisch-Repetitions auf der Internet und sie haben sehr einen interessanten Weg durchzuziehen. Und sie wollen weisen. Steve and your group, unmute yourselves. Okay, Mike Zook. Okay, right. Mike Heiser, you there? Yeah. Yeah. Hi. Yay, and Neil and Carol. Hi there, we're here. All ready? Off we go. Okay. Steht da Woche ohne Tracht, Tracht und Tracht, ganze Nacht. Nehmen zu nehmen und nicht verschämen, nehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, tumbala, laika, tumbala, laika, spiel balalaika, spiel balalaika, Freulen soll sein. Vivi, I don't think you've muted everybody. Female is carrying an infant. And Carol are muted. In the midst of their seasonal baby booth. Mike? Carol are muted. Yep. Oh, well, well, that was fun. Do you want me to start again, Steve? Start again. Okay. Okay. Everyone was too enthusiastic. Okay. Here we go. Still. Okay. Steht da Woche ohne Tracht, Tracht und Tracht, da ganze
nehmen und nicht verschämen, nehmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika. Tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, laika. Spielbala, laika, freilich soll sein. At a month old, the infant still relied on their Mädel viel bei dir pflegen, was kann wachsen, wachsen und reden, was kann brennen und nicht aufhören, Like many was kann lemurs are prone to ticks and other parasites. But as well as grooming each other, Tumbala, tumbala, laika. Tumbala, 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 laika. Tumbala, laika, Spielbala, laika. Tumbala, laika, freilich soll sein. Narische Boche, was darfst du fragen? Stein kann wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen und nicht aufhören. A Herz kann denken, weinen und tränen. La tumbala, tumbala, laika. Tumbala, 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 laika. Tumbala, laika. Spielbala, laika. Spielbala, laika. Freilich soll sein. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika, spielbala, laika, spielbala, laika, freilich soll sein. Okay, can I ask people, please, before they do the second song, that they've got a really lovely way of doing it. If don't unmute yourselves during the chorus, okay? So let's just keep listening to them, and you can sing along, but sing along while you're muted, okay? So that we keep that. Okay. So I know it's terribly, terribly tempting to unmute yourself, but keep being muted, and then we can hear the next song. This is the last song. Yes, Steve. Is it? Okay. Mike Zook, you there? Yep. Neil and Carol. She's muted. Unmute yourselves. Unmute yourselves. Neil and Carol, you need to unmute yourself. Okay. Which is the second song, Steve? They've done it now. Yes, the second song. Yeah, second song. Okay, we can hear you, Neil and Carol, now. That's fine. Did you hear us the last time? No. No. I'm No sorry. problem. Don't worry. Let's do Alabrida. Mike, take it away. Okay. You give us the words, Steve. Oh, thank you. Und wir singen alle Brüder, oi, oi, alle Brüder. Und wir singen freiliche Lieder, oi, oi, oi. Und wir halten sich in einem, oi, oi, sich in einem. Selches ist nicht so bei keinem, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. 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 Wir seien alle einig, oi, oi, alle einig. Sie, wir seien viel zu wenig, oi, oi, oi. Wir lieben sich doch alle, oi, oi, sich doch alle. Wir kosten mit der Kalle, oi, oi, oi.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Wir seien alle Schwester, oi, oi, alle Schwester, so wie Rochel, Ruth und Esther, oi, oi, oi. Und wir seien alle freilich, oi, oi, alle freilich, wie Jonathan und David Hamelech, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. 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 Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Nothing. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Yo, 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 yo. Very, very nice. Thank you. Ich weiß, dass ich hoffentlich hat dritter, aber wir wollen nehmen einen Bereich jetzt. You want some? I know there was a third one, but we're actually going to take a break now. So we are going to have an Ibereis, a break for only like 6 minutes. How about that? For you to go and have a quick whiz to the loo. Steve, can you take it on to the next slide, please? And also to go and get yourself a drink, and we'll be back here in 6.5 minutes. Yay. I'll put you all unmuted. To survive as a toothless outcast, the old male has adopted a new strategy. Somebody wasn't muted, and she kept telling them, please mute yourself. Oi, oi, oi. Telecasters allowed in the ukulele group? Oh, wait. Wonderful, thank you. Hold on. It's still a mouthful. Shirley, because you've got headphones on, Shirley, television comes through. Yeah, should we sort that out with Shirley? Sein jiddische Televisie wat gewinnt geht? How do you want the yolk? You want me to empty everything out of it? Adaptability and resilience are primate hallmarks. When the Amazon rainforest floods each year, it creates a challenging maze that few can navigate. The exception is the bald-headed white wakari. Are we allowed to attempt a quick chorus of that? Really out of sync together, just to get it off our. To find enough food, they have to spend more of their daily energy traveling than any other primate. Qual onde que a gente está? Alebrida. In the dry season here in Senegal, the chimpanzee troop can survive. Really out of sync, because it will be. Hidden water supplies. You gonna lead it, Michael? Go for it. Go on in. Come on, give us the key. Life-saving knowledge. They pass on to the next generation. Give us the key, Michael. It was in D minor. Oh. Snub-nosed monkeys in China Could that higher TV than be any switched other off? wild primate. Could we have the TV switched off?
to adapt Ay, to the ay, feeling ay, of ay, Thank you. We had to get that off our chest, I think. Oh. Laat meer alle zingen, laat meer alle zingen. Lechem is brood, bosso bodog, kol matamim. Zog ze meer revenue, lechem is bos. By the Yiddish. I'm trying to guilt my daughter into joining us. She's doing a PhD in Yiddish. You could carry on doing that and I could carry on writing my absolutely. She's in Toronto. She's actually giving her Scottish husband a haircut at the moment. So she couldn't join us. Pear-shaped. That's good. There's someone who's got her telly on the background. No, someone worked out who it is. Oh no. But she hasn't worked out. She doesn't know that there's a problem because she's wearing headphones. But can't someone send her a message? Oh, I don't think she's quite old. Making a FaceTime call to Miriam Borden. Oh, so she's the only one who can't hear it and not bothered by it. That's quite funny. My mother, born in 1910, spoke Yiddish as a child. She did not use it much, and she didn't teach it to us, her children. Oh. I am now 85. What? And who will carry on Yiddish, I wonder? Die hinderte tausender Kinder für die Hasidim, für die Haredim in Jerusalem, in New York, in Antwerpen, in nirgendwo auf der Welt. In a pura klein Heifele Jiddischisten in die andere. Aber trotzdem lernen sich a Sach Menschen Jiddisch in Universitäten in der Welt, auf Gruppes. Es sind da Menschen, a Sach Menschen in Paris und in New York, auch säkuläre, weltliche Menschen, was haben sie ihre Kinder auf Jiddisch, etliche Teures. Jiddisch ist nicht in so viel Gefahr, wie man dacht sich. Ja. Meine Tochter macht a PhD in University of Toronto von Yiddish, aber via the department, the Germanic languages department. Aber wird sie auch reden mit ihren Kindern auf Jiddisch? Das wird sein der Iker. Also sie macht nicht nur, also sie ist nicht nur ein Doktor für Jiddisch, sondern auch eine Mame oder eine Mime. Ja. I hope so, one day. Das ist das größte Areies, ne? Die nennt es Allemen. Das überzugeben auf dem kimmerdicken Dorf. Und Internet helps. Yiddish, was ist extinct jetzt. Okay, wir sind zurück. Okay, was? Wir sind kein Monat gewesen weg. Können wir sehen, wer bist du? Ja, Menschen sind du, Menschen sind nach Reus. Ja oder nein? Ich meine, also, bitte Minuten. Wir sind zurück und wir werden anheben mit Sarah und ich. Sarah Mohr, ist ein Musikant, ein Lehrer und ein Musikolog.
Ihr Doktorat von Sheffield University hat ausgeforscht die kulturelle Benutzung von der ersten meiner zwei in Weltmusik. Sie spielt Weltmusik, befragt Bollywood mit dem Bollywood Brass Band und Klezmer. Und wir wollen spielen oder singen und spielen zwei Lieder. Der erste ist von Morris Winchevsky. Morris Winchevsky oder der Seder von jiddischer Sozialism ist gewesen ein Schreiber, ein Journalist, ein Redaktor und ein Poet. Er hat gewohnt in London von 1879 bis 1894 und er hat geschrieben eine Sache von seinen Liedern bemäßig die Jahren. Er hat geschrieben eine Serie von Balladen wegen armer Kinder auf die Londoner Gassen. Das ist eine von sie und der Name, der Titel von der Lied ist ein Mädel in der City und die Wörter sind von ihm und der Musik. Ich habe gemacht. Leben der Börse, der Tempels von Schwindel, seh ich tagtäglich ein armes Kind. Stehe nicht ruhig und still wie ein Hindel, nur von den alten Mann, welcher ist blind. Schwäberlich tragen dick, Stilleheit sorgen dick, beten dick, kauft bei mir Matches, mein Herr. Schwäberlich tragen dick, Stilleheit sorgen dick, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Draußen mit Regen und Donner und Blitzen, sie steht ganz ruhig, tut sich nicht erkennen. Sorgt nur, ob kann noch der Regen bespritzen, ihr bissel sich heure und deiget nicht mehr. Stellt euch die Kleininke, Schwachinke, Scheininke, Händele, Betten, dick, kauft Matches sehr. Stellt euch die Kleininke, Schwachinke, Scheininke, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Weiß sie von älteren Schwester und Brüder, weiß sie, was Freundschaft, was Liebe beteiligt. Hat sie ein Heim, wo ihr Kuf ihre Glieder können sich ausruhen, wenn sie hat Zeit. Oder wie rollend Hill schlägt sie in Korn her, sagt sie nicht Betsy, no, kauft Matches sell. Oder wie rollend Hill schlägt sie in Korn Hill, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Reckless Kantor sieht das ganze Chayalim, laufen dahin ins Zurück wie versandt, zappeln sich läufendig wie die Time-Volume, ausrufen dich alle Beine, verdammt, läufendig, gehendig, zeitenweis stehendig, Betsy, Betsy, kauft Matches, läufendig, gehendig, zeitenweis stehendig, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Sie hat verregens, verfolges nicht Meure, aber wie lang bleibt der Gastkind gesinnt? Hat kommt die Äußerung und ihre Säure, was sie hit mehr wie ihr Leben ansinnt. Trag schon an andere kleine Stadt wandere, Punkt wie sie schreien, dick kauft Matches, Sir. Trag schon an andere kleine Stadt wandere, 2 boxes a penny. 1 penny, 2 boxes a penny.
1 penny, 2 boxes a penny. 1 penny the pen. Und der zweite Lied ist etwas in ganz anders. Heute wir haben ein Sing, ein Trär und ein Lach. Efter, das ist Verlachen. Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen, wenn? Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen, wenn die Welt ist gewesen und das Leben hat bei Emmes existiert? Heint bist du da und das Leben ist euch da, weil Corona hat das Leben isoliert. Wo bist du gewesen, wenn Arbeit ist gewesen und wir sind gefahren auf den Bahn? Heint bist du da und die Arbeit ist nicht da, Chutz und treffen sich auch schon auf dem Ekran. Heint ist mir bang und die Haare sind schon lang und wir können nicht von Okado Essen kaufen. Wo bist du gewesen, wenn Vakatien sind gewesen und wir haben besucht Italien und Türkei? Heint bist du da, lernen Sprachen mit Duolingo oder reden mit dem so Menschen allebei. Wo bist du gewesen, wenn Musik ist gewesen? Spielen zusammen hoch und hey. Heint bist du da, auf Zoom schon noch schon und hören zu die Musik mit Time Delay. Oh, how do I unmute it? Whoa, 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 whoa.
Bravo, bravo. Yay. No, no, you can't bark. Yeah, mute your board. Oh, you didn't work out how to do this. Okie dokie. Next up. Heather hat angehoben studieren Jiddisch in die 80er Jahren. Sie hat geschrieben ihr Doktorat wegen der Poesie von Avram Sutzkever. Und Heather, das ist für dir. Ich habe gefunden Heinz ein Bild in Loschen und Leben und ich weiß nicht, ob du hast es gesehen. Oh, das ist nicht der richtige Loschen und Leben. Ich habe gefunden das Bild von Loschen und Leben, das ist für dir, Heather. Und das ist ein Bild von London, wenn Sutzkever hat besuchen in London. Und ist gewesen dort mit den Menschen von den Freien von Jiddisch. Sehr fein. Ja, du kennst es jetzt. Als Vater hebt dann. Sie hat geforscht und gelernt, Jiddisch-Klassen sind dem ihre lebendige, sehr lebendige Edinburgh-Gruppe, und ich bin gewesen dort, hat existiert Asach. Wie viel ist Asach? Aber Asach Juren. Heather, over to you. Dank. Ich will reden ein bisschen wegen Kadja Molodowski, was ist gewesen, eine von den feinsten jiddischen Dichterinnen. Sie ist geboren geworden in einer Stadt in Weißrussland in dem Jahr 1894. Und sie ist geworden eine Lehrerin in jiddisch redende Schulen in Odessa und in Warschau. In 1935 ist sie ausgewandert in Amerika. Bemächtigt von ihr schöpferischen Leben hat sie herausgegeben als Sachsammlungen von Liedern und euch Prose, Erzählungen, Chronis und Journalismus. Sie ist ständig gewesen politisch linksorientiert und die Armkeit von den Kindern in die Schulen, wo sie hat gearbeitet, hat sie stark deprimiert. Was hat ihr sehr geholfen, ist gewesen zu schreiben Lieder für sie, für ihre Talmidim. Sie hat gesagt, als wenn sie hat sich gefühlt besonders niedergeschlagen, vielleicht sie schreiben eins von ihren Kinderliedern und das Lied hat sie derheben. Ihre Talmidim haben stark lieb gehabt, die Lieder. Und ich meine, als das Interessante und das Neue bei sie ist der Fakt, als die Personagen und die Situationen in die Lieder, was sie beschreibt, spiegeln Tage ab das Leben, das memoschistische Leben von den Kindern. Und sie haben sich allein erkannt in die Lieder und sie haben gehabt Hanoi von die komische und rührhaftige Meises, was sie hat erzählt. Und eins von der Serie Lieder ist eine Meise mit einem Mantel, wo wir wollen hören, wie in an Oremer besprochen, ein Malbisch, ein Mantel, Moschel, darf getragen werden, nicht bloß von einem Kind, nur von allen Kindern, eins nach dem anderen. Wir wollen hören, was ist gewesen der Geurel von Asamantel. Und der englische Nusach, was ich habe euch da gegeben, ist gemacht geworden von Richard Gladstone. Ist er ein sehr angesehener gewesener Balletttänzer und ein Tanzmeister und ein Mechaber von etlichen Büchern wegen Balletttanz. Er ist gewesen als Student in jiddischen Sommerkurs in London mit etlichen Jahren zurück. Und wenn wir haben gelernt, das Lied, ist es ihm und sein Freu, was ist eine Künstlerin, so gefallen geworden, als sie haben gemacht, ein schönes Büchel für sehr Einikel mit seiner Übersetzung
und schöne Illustrations von ihr. Und ich meine, es der englische Nusach, was es nicht kein Wort bei Wort Übersetzung, habt bei ems dem ganzen Tam von dem originellen Lied. Also Kadja Molodowski, ein Meise mit einem Mantel. Bei einem Schneider in Komorre, voll mit Kinder, keine Norre, Kinder pitzelig wie Mon, steht a Wiegel oibnon. Jetzt erhebt sich on die Meise, nicht von ziegelichen Weiße, nor a Meise mit a Mantel von a dunklen Gewantel. Hat man aufgenäht a Mantel von a dunklen Gewantel, fahren Elzenbocher Schmuel, soll kennen gehen in Schul. Geht ihm schmulig Joren 3, ist der Mantel spogelnei. Geht ihm schmulig noch a Jahr, ist der Mantel schöner gor. Einmal schmulig tut ihm on, ist der Mantel kurz in Ston. Wird a Tummel in Komorre, na dir gore nahe Zorre. Schmulig tut dem Mantel on, ist der Mantel kurz in Ston. Wosche kann do sein der Meer, geht in Mantel Josselbär. Geht in ihm Jorn 3, ist der Mantel spogelnei. Geht in ihm noch a Jahr, ist der Mantel schöner gor. Einmal fällt auf die Trepplach und a soft zu alle Knäpplach. Wird a Tummel in Komorre, na dir gora neue Zorre, gehen und fallen auf die Trepplach und a soft zu alle Knäpplach. Nu, Ismele, wird schon gehen in Mantel, Beile. Geht im Beile, Joren 3, ist der Mantel spogelnei. Geht im Beile noch a Jahr, fällt dem Mantel nicht kein Haar. Einmal Beile tut a Spei, platzt in Mantel nettlich 3. Wird a Tummel in Komorre, na dir gor a nahe Zorre. Tommer Beile tut a Spei, platzt in Mantel nettlich 3. Und es pasken das Gesindel, soll schon gehen in Mantel Hindel. Geht im Hindel Joren 3, ist der Mantel spogelnei. Geht im Hindel noch a Jahr, wird der Mantel schöner gor. Einmal wird a größer Tummel, alle stehen in a Rummel. Hindel klippert auf dem Bett, ist ungewöhren am Mankett. Schreien alle, das ist doch am Moi der Kalle, liegt und klippert auf dem Bett. Wie verliert man am Mankett? Hat schon angetan, dass der Mantel ist der jüngste Bocher, Pantel. Pantel, ei ist das a Bocheretz, chavert sich mit Hint und Ketz, jogt sich noch jeden Wogen, schlugt sich, wird allein geschlagen. Miauket, pfeift und schreit und spielt, und die Mama lacht und schilt. Hat schon angetan dem Mantel jetzt, der Bocher Pantel. Hat bald dem ersten Tag abgeflickt a ganzen Rog und auf morgen in der Früh ausgehackt a Loch in Knie. Und demselben Tag vernacht on a Kölner ihn gebracht, mit 2 Löcher, groß wie Augen, in
die beide Ellenbeugen. Schreien alle Faramol, alle mit ein Kohl. Asamantel, fällt rein zum Tachschit Pantel. Einmal, Pantel ist nicht voll, kommt zu laufen, nacket, heul. Schreien alle mit Amol, alle mit ein Kohl. Tachschit, Scheigets, Fledermäus. Wo der Mantel, sog nur eus. Entfert sei der Wäuler Jung, mit Asao scharfer Zung. Ich hab von ihm dem rechten Latz abgeschenkt der weißer Katz. Und dennoch dem linken Latz abgeschenkt der schwarze Katz. Und die rechten, Loch noch Loch, wird ankommen die zweite Woche. Das ist das. Apologies, you seem to have lost birthday. You're lost, Heather. Du musst sein auf den Biene. Sehr schön. Na, dank. Barbara hat gekriegt Smicha via Rov bei Leo Beck College in London und hat gearbeitet in Britannien, Europa und so von Amerika. Sie hat ein Doktorat in Theologie wegen Musik und der Anglo-Jiddisch Welt in Britannien. Sie hat sich gelernt Jiddisch in der Heim bei McGill-Universität mit Barry Davis, Oliver Scholem und bei der Arbeiterin. Sie singt und spielt Jiddisch-Lied und wohnt in Newcastle mit ihren 2 Rough Collies. Was nennen sie auf Jiddisch? Sie sind ein Hint und sie haben originiert in Schottland. Barbara wird singen für uns. Unmute yourself, Barbara. Gut. So, der Jid mit dem Fiddle ist wegen einem Poem von A. Lutzki. So, sie ist geboren Aaron Zucker, ein jüdischer Poet. Er ist geboren worden in Dimidovke, Leben Lutzk, also sein Name, in der Ukraine. Er ist privat aufgezogen für seine Karriere als Chasen. Vor seiner Ankunft in die Vereinigten Staaten in 1914. Abraham Kahan, Redakteur von der Vorwärts, engagiert zu schreiben ein wochendick Poem vor der Zeitung. Er ist gewesen sehr populär für seinen gormodernen Stil und der dramatische Eigenkeit von seiner Arbeit. In dem Lied clever sonnisches Wort, wie sagt man, klug sonnische Wortspielen wegen einer Fiddler, wie sein Teive vor sein Fiddle, ist rausgerufen durch sein Weib, sie verjährt Parnasse. Der Musik ist komponiert von einem jüdischen Kompositor, Lazar Weintraub. Er hat meistens geschrieben jüdische Kunstlieder. Und es zuträgt zu der spielende Klügschaft von die Lied, arbeiten die Tempos, der Tonzechgenögen und der Nussach, der Steigers als. Und dann es gibt doch eine Frage, was sollen wir tun, wenn der Bedarfen von täglichen Leben äußer sein mit das, was bringt echt Schönheit in unsere Neshomes. Es ist nicht keine Arbeit, verwusst nicht fiddeln. Und ich bin akkompaniert durch mein Fiddle. Hat jeder das jeder gespielt auf dem Fiddle. Jeder, a Lieder das Oramaida. Was allein jeder besingt in a Lieder. Ay, ja, da, da, ja, da, da, ja, da, 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 da,
ihm sein Weiberle. Liebenke jeder, Fido dein Lieder mit Forderung und Nieder. Wir dürfen Panusse, was teugt mir dein Lieder, wer mir Schneider. Gut jeder. Lido, das Lido mit Herz auf ein Fido, das Leben ist bitter und sie ist das Lido. Sagt ihm dein Weiberle, schlecht denke jeder, wieder dein Lieder, Amazza mit Rieder. If red zu der Tachlis, berechnet sich jeder, a Wind in der Midbar, a jeder mit ein Lieder. Wie jeder sein Lieder auf den Fiedel, bei aller Panossa, gefällt mir das Lieder. Zorn dein Weiberle, jeder, du jeder, dein Weiberle jummelt und du singst all Lieder. Verheindelt und gehendelt der Jedel auf ein Fiedel, ich kann dir helfen, ihr Leben ist Fiedel. Also wird das Lieder schon bleiben versiegert. Das Weiberle Teine, das jederlei Lieder. Fiedel du Lieder, da jeder mit der Fieder und Mase jeder als schöner das Lieder. Bravo. Yes. Bravo. If there's anything nice, I'll ring you because I can talk because I'm on mute. So, we're off mute now. We're off mute because the song is finished. Okay, I'm muting you all, I think. Und jetzt wir haben Elaine Samuel. Elaine ist geboren geworden in Cardiff und ist gegangen in die mitteldicke 60er Jahre in New York und hat verbrennt eine Sommervakatie beim Columbia Yiddish Sommerprogramm. Zurück in Britannien hat sie gewohnt, kümmert 40 Jahre in Edinburgh, lernen Sozialpolitik. Sie ist gegangen zu einer Sach-Otasoi-Kursen, ja, ich habe ihr gesehen dort, und ist ein verbrennter Patriot von Heathers wunderbare wochendicke Gruppe in Edinburgh. Elaine, unmute yourself. Unmute, it's unmuted, yeah. Okay, in die Wochen sind wir seinen eingemäuert zu Covid-19. Habe ich geendigt nur eine produktive Arbeit. Etwas, was ich habe der gehabt zu tun, sind mehr wie 40 Jahre. Ich habe ausgepackt die Valiska, was ich habe heimgeschleppt von New York im Jahr 1973. Und da habe ich gefunden, bindlich Brief, Fotos und allerlei undenklich. Es ist gewesen für mich mamisch ein meisten dicker Moment. Sich aufzuwecken und geboren wären, nicht nach dem Tod, nur in die amalige Zeiten. Und zwischen die Tschatschkes habe ich bemerkt,
af a gel blettel, a poema wat ik heb geschreven le COVID de letzte missiva van een Yiddish summercourse bij een Columbia Niveau. Een historische fußnote. Ik schrijf de poema wegen lernen zich Yiddish in een schwitzendig, angestopften Zimmer in Niveau. Nicht mehr. Heint, wenn man ginge rein dorten, gefindt man ein Café. Sehr ein eleganter Café für die hohe Fenster. Wo ein Stückchen Linsentorte wird euch kosten ein Majontik mit Geld. Und das ist die Poema. Gelle Blättel. Lernen sich Jiddisch in Niveau. Door in een verstickten Zimmer sitzen dick und lernen sich Jiddisch. Es dreht sich mir das Käppler. Ich prüfe sich halt sehr stoisch. Gar nicht und gar nicht. Es ist mehr als so fantastisch. Was für ein Talmida bin ich? Was reden jetzt Standard Jiddisch? Sitzen dick in einem spitzendicken Zimmer. Die Zwiebel, heimisch Havanisch. Geller, abgebrennt und weißer. Wir seien so chaberisch. Oh, lass mich, mein teurer Lehrer, rausgehen zu schaffen ein Sandwich. Nein, teurer Talmida, deklärt er, weil sein Satz ist nicht idiomatisch. Lernen dich a Helme Meister. Ich verstehe nicht sein tiefster Tiefenisch. Verplante in die Konjugatie, verblonge ich in a größeren Wildnis. Was kann ich nicht recht wie der Tat, wie der Seide? Für was lege ich den Kopf auf den Tisch? Bis ich höre Wettel von der Larita. Schaff nicht das Glockchen für den Fisch. Well done, Elaine. Geschrieben noch dem. Poesie auf Jiddisch. Sehr, sehr schön. Dank. Okay, jetzt ist unser internationaler Superstar. Michael ist schottisch und amerikanisch. Er ist aber bekannter, berühmter Klezmer, ein Jiddischist und ein Maverick. Er hat sehr ein großes Archiv von Interviewen mit allen Jiddischisten und mit alten Jiddischisten und Musikanten. Er ist ein Mumche in die kleinen Kapitschewkes von Jiddischsprache und Kultur und er integriert alsdem in seine Musik. Michael. Unmute yourself, Mike. Ich habe nicht gehört, weil mein Name ist Meische, nicht Michael. Oh ja, aber... Nee, ich grüße Dank dir. Ich danke dir, Vivi. Es ist, ja, ich bin echt von der Alte im Moment. Was ich gehabt bei dir jetzt allein ist, zum ersten ist eine bekannte Poeme von einem bekannten jüdischen Poet, Yitzhak Manger. Es ist meiner Bukowiner Landsmann oder irgendein once removed, seiner Bukowiner Landsmann. Weil alle halten mir auf ein Liedwerk, aber für Mamas Zeit bin ich ein Bukowiner faktisch. So I'd like to read a poem by the wonderful, one of the great Yiddish poets of the 20th century, Yitzhak Manger, who was my mother's Bukowiner Landsmann, though they certainly didn't know each other. And
besser verstehen ist damit. Wir reden da meistens auf Jiddisch. Die Pomme ist Lommer sie singen Pushet im Prast von Yitzhak Mangel. Lommer sie singen Pushet im Prast von alles, was ist heimisch, lieb und teuer, von alte Betlers, was schelten im Frost und von Mammes, was benchen das Feier. Von Urme Kallis, wo stehen mit Licht, verblinde Spiegeln spät bei Nacht und jede sieht das 9. Gesicht, was hat Liebe ausgelacht. Von Geurelwarfers, was reden verstellt und nahren die letzte Groschens aus bei Agunis, wo schelten die Welt und gehen durch hintere Tieren heraus. Von Diensten, was horven bitterschwer und behalten den besten Wissen, für die Sellner, was kommen bei Nacht, die Balebatim soll nicht wissen. Lommer sie singen, pushet im Prost, von alles, was ist heimisch, lieb und teuer, von Urime Mammes, was schelten im Frost, und von Betlers, was benchen das Feier. Von Mädlach, was warfen Simmerzeit, Mamserim hinter fremde Tieren, in Zittern vermundierte Leid, was kennen der Fahr in Twisse noch führen. Von Katharinkis, was krippenschwer, Freitag Patug in Urime Häufen, von Ganovim, was haben verpasst und müssen über die Dächer antläufen. Von Schmattekläubers, was krabbeln im Mist und meinen, sie wollen eine Neuze gefunden. Von die Dichter, was haben geglaubt, siehst die Sterne und sind an Arupfen Sinnen. Lommerge singen, pushet im Prost, von alles, was heimisch, lieb und teuer, von Urime Mammes, wo schelten den Frost, und von Kinder, was benchen das Feier. Also. Danke euch allen. Der Monter hat die letzte Strophe hat, oder die vorletzte Strophe hat man ständig der Mond in Allen Ginsberg, in Allen Ginsberg's große Poeme, bekannte Poeme, Howl. It's always next to the last line, and the sense of the whole poem in so many ways reminds me of Allen Ginsberg's Howl, especially the idea of which begins the idea of the poets who went out of their mind. It begins with Howl begins. I saw the best minds of my generation, starving, hysterical, naked. No, am I leaving out a line? Starving, hysterical. The best minds of my generation, destroyed by madness. Destroyed by madness, of course, how could I forget? Starving, hysterical, naked, dragging themselves through Negro streets at dawn, angel-headed hipsters, burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. But that's for another time. Yeah, tell it. I know it in Italian too, actually, but that's noch am meiste. Ich habe nicht zugeredet kein Instrumenten nicht. I didn't prepare any instruments today because weil ich bin angefühlt geworden von Jerusalem und von Skojek, weil ich gemeint, man erzählt, dass weil man zählt jetzt schwierig, dass man nicht spielen oder spielen keine Instrumenten nicht. I would have had the fear of God put in me by Skojek, I think, that we would that we were not to have instruments today because it's the time of Sphira, as they say in English, counting of the Omer, where you don't have instrumental music. So I'm just gonna sing unaccompanied, but that's the traditional style anyway for most Yiddish music, at least the old time unaccompanied singing. Ich gehe singen, obsingen ein Lied, geschrieben von einem bekannten, von einem größten jiddischen, Basaraber-jiddischen Poet, Zelig Barditschewer. Was gewinnt, Barditschewer allein gewinnt ein Schneider, gewinnt eine von die
jüdische Arbeiterpoeten ohne Zoll sei in Mitteleuropa, sei in Amerika. Und hat, was wir kennen, ist von seinem Werk, ist seinen 10 wunderliche Lieder zum Singen. Was hat geschrieben, er ist Nifte geworden in 1937, tragisch, vor der Milchome. Aber in der Lied, die Lied hat geschrieben in der Zeit, ich meine 1935, 36, in der Zeit von dem Spanischen Bürgerkrieg. Also er hat vorgesehen, was kommt vor, gesehen, was kommt vor in Europa und vorgesehen, was wird sein. So this song he wrote at the time of the Spanish Civil War, just a year or two before he died, Zeliwaditchever, in Basarabia, where he was one of the great, one of the many Yiddish laboring poets, not the labor poets from New York, but still in his hometown of, well, not in his hometown, but he was between Belz and Soroka. He was a tailor, and he wrote these 10 wonderful songs, amazing songs. So, and this he wrote at the time of the Spanish Civil War, also of fascism and of fascism and anti-Semitism in Romania. And the verse that is about the cricket and the radio is exactly about that. And it, unfortunately, it's also, it hasn't really gone out of fashion, but more and more in these times, it feels sometimes ever more like that it tells of our reality too. I hope that's not true. But Shkie van Zeliwaditchever. In Manurem, dunklen Zimmer, sitz ich einsam in Vergessen. Ui, sitz ich einsam in Vergessen. Dech me kone, bin ich Brüder, deine Vögelmunnen essen. Dech me kone, bin ich Brüder, deine Vögelmunnen essen. In a Winkel hängt das Spien dort, nugt fin fliegen aus des Reihes, oi nugt fin fliegen aus des Reihes. In dem Nigen fin dem Grill dort, ich lang schon nicht kenayes. In dem Nigen fin der Grill dort, ich lang schon nicht kenayes. West mir ruten, est mir heizen, sich an Nistelus zu boben, oi sich an Nistelus zu boben. Nor mein Hart wus viel dem Sturm, los kann Fegel mich nicht haben. Nor mein Hart wus viel dem Sturm, los kann Fegel mich nicht haben. Wogen Tauben, weiße Tauben, fliehen find ich Maris Echer, oi fliehen find ich Maris Echer. Fällt der Regen, Ritschkes Jugend, Farben blittig Reuditecher. Fällt der Regen, Ritschkes Jugend,
Farben blitik roidita. Ach, die Chamare in die Spinnen, in wei mir tin die Tauben, en wie wei mir tin die Tauben. Die seis Brüder, Fegel weinen, sei blitik heute schoben. Die seis Brüder, Fegel weinen, sei blitik heute schoben. Wow. Oh. Mm. Mm. Is als gaat in zinnen eindigen mit etwas ein Lied mit voll mit Hoffnung. Hat geschrieben in Wilner Ghetto in Anfang von den 40er Jahren von Schmerke Kaczerginski. Der Nigen ist geschrieben von Basi Rubin. Ich meine, Basi Rubin. Ich meine, das Vater Machama. I thought we would end with something full of hope for these times as well in this, albeit much more, for most of us, more comfortable kind of ghetto that we're in, with the song, a famous song written by Shmerke Kaczerginski, one of the best known of the Yiddish partisans, and both within and then outside the Vilna ghetto. And he also one of the most important collectors of songs written in the ghettos and concentration camps and the partisan groups during the war and during the Chorb. Shmerke Kaczerginski, who himself tragically died in a plane crash in Argentina in 1953. The music is by Basi Rubin, as you see, and I imagine quite a few of you know this, so please sing along here too. Unser Lied ist voll mit Treue, dreist ist unser Untergang. Heute der Szene wacht beim Teuer, stürmt Jugend mit Gesang. Weil jung ist jeder, wer es will, nur Jahren oben käm Badeit. Alte kennen sein Kinder von einer freier Zeit. Wer es wollt wegen, wer mit Dreiskeit stellt auf Fuß, bringt die Jugend sie entgegen. Von dem Ghetto a Geruch, weil jung ist jeder, wer es will, Jahren oben käm Badeit. Alte kennen noch sein Kinder von einer freier Zeit. Mir gedenken alle schon ihm, niedermannen alle Freien. Ewig wollen wir verbinden unser Nächten mit dem Heim. Weil jung ist jeder, wer es will, nur Jahren oben käm Badeit. Alte kennen nur sein Kinder von einer freier Zeit.
Ja, herhalen me. Hartstikke Dank. Hartstikke Dank. Wir haben gehabt, Heinz, Menschen, wo's kennen Jiddisch sehr anders. Wir haben gehabt Menschen, wo's reden Jiddisch fließig und euch Menschen, wenn man sie wissen nicht kein Wort auf Yiddish. We've had today people who know Yiddish fluently, and we've had people who really know not a word or very little and have just heard some from their parents and grandparents. And I think what's important to say in English is that it's really, really welcome for all of you, because people who speak no Yiddish, I think to be here and to have stayed here and to hear the Yiddish and to just be inspired by it, and those few words that you hear probably jump out at you in some of the texts and in some of the songs, that yes, that's a word I knew, the sound of it just comes back. And I think just enjoy that. And for when we do the London Yiddish open mic, we really encourage everyone, however little Yiddish they have, to come and join in. And what has been really special is people like Fiona have very little Yiddish and have taken a text and have really worked on it. So I think that it's really everybody is welcome with the Yiddish at where they're at. Fiona's Vater ist gewein von Schottland und die Mutter von London. Fiona hat aufgewachsen in der Mitte in Lancashire. Sie hat lieb Klezmer tanzen und sie wohnt in einem archäologischen Co-Bewohnungsprojekt. Okay. That's an ordinary cough, not a COVID cough. Es ist derselbe verlorene Sprachmeister von mir, wie für eine Sache andere da. Der Tates Elterne, was sind gekommen in Schottland in der frühen Dekade von den 20er Jahren, und die Mamas Ureltern, was sind gekommen in London auf derselbe Zeit, haben gerät Jiddisch zwischen sie, denn sie haben nicht gewollt, die Kinder zu verstehen. Der Resultat ist gewesen, was die Eltern haben verstehen, fließig Jiddisch. Und trotz ich verstehe Jiddisch nicht, nutze ich ein Jiddisch-Wort, wenn ich kann nicht finden ein perfektes Englisch-Wort. Zum Beispiel, ich habe angehoben zu Quell, wenn ich habe gesehen, meine Tochter auf den Bühne spielen in der Rolle von der Besule Mary, wenn sie ist gewesen, ein Kind in Schule. Und erwarte, wenn wir haben gekonnt gehen in die Creme Shopping, habe ich geflecht schleppen die Sachen erheim. Noch mein Tate ist gestorben, habe ich gefunden die meiste in seinen Papieren. Okay, the story. Einmal ist gewesen 3 Indians, die Mama Pokayente, der Tate Geronowitz und die Tochter Minnie Horowitz. Ein Tag kommt daheim Minnie Horowitz und sagt, Mama, ich will heiraten. Heiraten, es ist schon Zeit. Du bist jetzt ein alter Mäut, 16 Jahre alt. Wer ist die Boche? Oi Mama, habe ich getroffen mit der Boche, stark, heldisch. Was ist dein Name? Sitting Bull von. Was für ein Jichus hat er? Sein Tate ist mit Schuppen Pferd, der ganze Macher von die Schwarzfuß-Tribe. Oi, wollen wir haben eine Chassene? Alle die Schwarzfuß, alle die Schmohawks und die ganze Mischbuche. Oi, 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 wir haben eine Sache. Was ist die mehr? Die Zippi ist nicht groß genug für alle die Gäste von Chassene. Geronowitz, Geronowitz, steh auf den Tuches und geh krieg von mir ein Buffalo. Mit dem Fleisch, was willst du ein Buffalo? Mit dem Fleisch von Buffalo kann ich machen eine gut gedämpfte Buffalo-Zimmis. Und mit dem Pelz kann ich machen größer die Zippi. Und wir werden können einladen, die ganze Welt zum Chassene. Geht er weg, Geronowitz. 1 Tag, 2 Tag, nicht kein Geronowitz.
Eine Woche später kommt er heim, Goranowitz, es geht nicht in sein Hand. Schlemiel, wo ist mein Buffalo? Sagt Pokayente. Du und dein Buffalo-Zimmis, ich hab euch beide in Bad. Was ist die mehr? Ersten Tag hab ich gesehen ein Buffalo, nicht groß genug für Ziti, nicht gut genug für Zimmis. Zweiten Tag habe ich gesehen ein anderer Buffalo, gut genug, groß genug, aber mit einer verfeuerten Pets. Am Jäskate von einem Buffalo habe ich keinmal nicht gesehen. Ein paar mehr Tage habe ich gesehen ein anderer Buffalo, groß genug, gut genug, ein perfect Buffalo. Nu, wo denn? Wo denn? Bin ich gegangen zu schochten die Buffalo. Habe ich geguckt in mein Tasche und goyischer Kopf. Ich habe genommen mit mir den milchdicken Tomahawk. Sehr gut, sehr gut, Meister Dank. Okay. Steve ist der Originator und Gegründer von dem jiddischen offenen Mikrofon Café. Ja, Steve. Jetzt in dem 3. Jahr. Er ist ein verbrennter Jiddischist, gepackt mit Enthusiasmus und guten Gedanken. Er hat euch gegründet, die Londoner jiddische Ukulele-Gruppe, zusammen mit Mike Zug. In seiner Freizeit ist er Professor Stephen Ogan, was lernt Engineering-Materialien in der Universität von Surrey. Steve, unmute yourself. Ja, ich hab schon. Nur Dank, Vivi. 2 kleine Meisters. Erst. Die Weight Watchers von Shmuel Leibel Oginski. Ich bin Shmuel Leibel Oginski. Zulieb der Virusabsammlung mache ich jetzt nur ein bisschen Genietung. Tagtäglich gehe ich spazieren ein bisschen. Meile sog ich sich wegen zu nehmen zu der Vogue. Aber es ist doch ein Problem mit meinem elektronischen Vogue-Mester, was ich hab gekauft von Weight Watchers. In einem Tag wäg ich sich ab und der Vogue-Mester sagt 67 Kilos. Ich wasch sich die Zähne und der Malt sagt 66 Kilos. Steitsch, so viel Essen zwischen die Zähne. An anderer Tag wäg ich sich ab und der Wogmeister sagt 66 Kilos. Ich spritz sich, schmier sich an mit ein bisschen Befeuchtcreme und der Malt sagt der Wogmeister 67 Kilos. A Kilo Befeuchtcreme? Unmöglich! An dem Frühmorgen hab ich gefragt bei dem Wogmeister. Nu, was tut sich da zu all die schwarze Jahr? Der Wogmeister hat mir geantwortet. Ich tu, Punkt, was hat mich gekauft, als ich soll tun. In einem Tag seht ihr euch ein bisschen mutlos, treurig. Dafür nehme ich ein Rapp von eurer Wog. An anderen Tag seht ihr euch ein bisschen unsächlich optimistisch. Dafür gib ich zu eurer Wog. Wie ist das möglich? Hab ich gefragt getan. Als ein elektronischer Wogmeister, was ich hab gekauft von Weight Watchers, kann machen also. Aha! Hat sich zerlacht, der Wogmeister. Ihr hat mich nicht gekauft von Weight Watchers, ihr hat mich gekauft von
Watches. No, wait. Und jetzt ist ein kleiner Emerson-Meister about the underground. Nicht kein Missverständnis, no misunderstanding. Bepoil mamisch, bin ich nicht sicher, als ich hab Teikef bemerkt, die charedische Mischpoche dorten leben mir in Waggon. Ich hab kaum bewiesen, reinzuschleppen mein Ukulele mit 2 anderen Päcklich in Bahn rein und zu gewinnen als Sitzort. Ich bemerk doch andere Menschen euch, nein. A klein Mädele, efsche 4 Jahre alt, begrüßt mich mit der Schmeichel. Es seien dort 3 Kinder, von welcher sie ist die älteste. Und Miss Stomme hat die Mischpoche besucht, Machetonim in Ausland. Ich bearbeite schon Regime-Lieder, was die Gruppe wird bald spielen in Soloway Stub, Nightingale House. Plötzlich hat das kleinste Kind begrüßt das älteste mit der Patsch, aber sie hat bloß gelacht. Derweil habe ich gut bearbeitet die Regime und jetzt lehne ich die Werte von dem Lied A Kind, a Goldene von Avram Reisen. Das Mädele tut dreht zu den Mammen und sagt, I don't speak English, I speak Yiddish. Das ist besser, sag ich. Was für ein Yiddish? Du verstehst, was hat gesagt? Fragt die Mama bei dem Kind. Mit der Heuchkohl, als der ganze Waggon soll hören, hat das Kind geschrien, ja! Es ist nicht gewesen, kein Missverständnis. No. Soll ich singen das Lied, der Kinder Goldene? Shall I sing the song? Ja. Ist genug Zeit? No? Ja. Okay. Der Kinder Goldene von Avram Reisen ist geschrieben geworden in Warschau in 1910. So it's a song by Avram Reisen, written in 1910 about a child and about speaking a lot of different languages. Kind ist das Goldene und spielt sich frank und frei. Und was für ein Teiges hat es denn, als Jahren hat es 3. A Zorre mit die Sprachen noch ne Schier. Jahren hat das Kind noch 3, Sprachen hat es 4. Jahren hat das Kind noch 3, Sprachen hat es 4. Die Mama ist a russische, a litwische Gemein. Dann redt sie mit ihm Russisch no, a so ist sie geweint. Die Njanja ist a Polische, wie kann das anders sein? Muss das Kind sich mattern, auf Polisch heftig sein? Muss das Kind sich mattern, auf Polisch heftig sein? Die Popper ist a Jiddische und redt mit dem Jargon. Da muss das Kind ihr noch plappeln, wie kann es anders tun? Der Tater ist a Zionist und halt von Achad Ha'am. Muss das Kind begrüßen ihm und sagen ihm Shalom. Muss das Kind begrüßen ihm und sagen ihm Shalom. Hey, no, du mein liebes Kind, mir soll sein vor dir. Du meinst, dass du wirst abkommen, nur mit Sprachen 4. Men sucht der Gouvernante, der a Deutsch gerungen genug. Wirst du, Kind, meins eus wachsen wie Tate Mama klug. Wirst du, Kind, meins eus wachsen wie Tate Mama klug.
Wonderful. Sehr, sehr schön. Wonderful. Sehr, sehr schön. Dank. Dank. Jetzt wir haben unsere Poetesse Bruria. Bruria ist die Wolf-Korob-Lektor in Jiddisch in Oxford Universität, ein Jiddisch-Lehrer und kultureller Aktivist in London. Sie organisiert und ist der Vorsitzender von der Londoner Jiddische Zwiebe. Sie ist auch ein jiddischer Poet und Übersetzer. Bruria. Unmute. Bruria. Schönen Baby. Ja, gut. Ich gehe lernen 3 von meinen Liedern, was sind alle von meiner letzten Sammlung Poesie, was ist heraus in Tel Aviv in einem Heilewig Verlag in 2018. Und die Sammlung heißt Kalles Breisches und andere Lieder. Das erste Lied, was ich gehe lernen, ist das Titellied Kalles Breisches, was ich habe geschrieben im Jahr 2013. Wenn man mich ausgeklebt zu sein, die Kalles Breisches in meiner Schule in London, in Presteure, wo ich habe gelernt, dem Anheb von Breisches, von der Teure, von der Bime. Kalles Breisches. Ich bin die Kalle von dem Anheb, von der Beschaffung, die Singerin von Gerosen. Hört sich zu die Klangen von Breisches, zum Räuschen von die Wasseren in der Finster, zum ersten Wort von der Beschaffung. Jehi Or, und es ist geworden Licht, der Anheb von der Beschaffung. Ich bin die Kalle von dem Anheb von der Beschaffung, die Singerin von Gerosen. Gerosen wachsen paar Meiler über den Ponym von der Erd, über die Wunden von dem Harz von der Welt. Das Harz von der Welt darf an neuem Anheb. Ich bin die Kalle von dem neuem Anheb, die Singerin von Gerosen. Nur die Singerin von Gerosen ist mied und ungeduldig. Soll der neue Anheb schon kommen bald. Das zweite Lied ist von derselben Sammlung und es ist wegen der Unsicherheit von dem Leben. Es heißt Rier nicht an. Rier nicht an, das Flemmel, es kann sich verlöschen. Rier nicht an, das Blimmel, es kann verwianen. Rier nicht an, die Stub, die Heim, sie kann sich zerfallen. A Wintel kann alles zerstören, mit der Moll ganz umgericht. Mein Freund, sei vorsichtig. Rier nicht an, das Beimel, es kann sich antwurzeln. Rier nicht an, das Wolkendel, es kann sich vermarren. Rier nicht an, den Berg, kann sich noch rühren von Ort. A Wintel kann alles zerstören, mit der Moll ganz umgericht. Mein Freund, sei vorsichtig. Rier nicht an, das Fegele, es kann sich verwundigen. Rier nicht an, die Liebschaft, sie kann vergehen. Rier nicht an, mein Herz, es kann sich zerbrechen. A Wintel kann alles zerstören, mit der Moll ganz umgericht. Mein Freund, sei vorsichtig. Und efter fort, rier an, mein Herz, ich bin gerät. Und das letzte Lied, was ich will lernen für euch, ist wegen meiner guten Freund, was können nicht beschließen, was sie wollen. Was kann sein, ein bisschen ein Verdross.
Es heißt Breckeldick. Breckeldick. Es ist nicht ja und es ist nicht nein. Es ist nicht auf den Jam und nicht auf der Jabosche. Es ist nicht dahin und nicht daher. Es ist breckeldick. Es ist öfter ja und öfter nein. Es ist öfter Tag und öfter Nacht. Es ist öfter Skier und öfter kein ja. Es ist breckeldick. Es ist nicht Nächten und es ist nicht Morgen. Es ist öfter als und öfter gar nicht. Es ist nur die Rege von Glück. Es ist breckeldick. Dank, Bruria. Bruria liest ihre Poesie jeden Jiddisch öffnen Mikrofon und sie hat Bücher. Also Dank, Bruria. Und Sof Chaviv, ich weiß nicht, wie das zu sagen in Yiddish. This is the last one. I don't know how to say it in Yiddish. Sof Chaviv. It's the Hebrew. It says the last dear performer. Letzter ist ein Singer. Phil von Derbyshire ist ein Singer und Lehrer von Jiddisch Lied und ein Teil von einer klezmerer Gruppe mit Namen Joivel, wo spielt Gitarre und Mandolin. Ist der Vorsitzender von der sehr matzliach Klez North, wo es mit der Jahr zurück hat gehabt hat 10. Jubiläum. And if you haven't been to Klez North, when this lockdown is over, go. Over to you, Phil. Hi, es ist gut seinen noch einmal in Schottland. Gott noch Zoom. Ich will euch singen 2 Lieder. Das erste Lied ist der berühmte Bundeshymn in Salzigen Jam, geschrieben von Ansky in 1901. Von mir, das Lied ist merkwürdig, als das Gemüt geht von treuer zu keuch. Es ist eins von den Liedern von unserer Vorstellung Yiddish Revolutionaries mit meinen Chaverim von Joivel in Salzigen Jam. In salzigen Jam von die menschliche Tränen gefindt sich a schrecklicher Tom, gefindt sich a schrecklicher Tom. Kennt schon nicht tiefer, nicht finstere Wehren, im Zeichen der blutiger Strom. Kennt schon nicht tiefer, nicht finstere Wehren, im Zeichen der blutigen Strom. Dem Tom haben tausende Jahre gegraben, Monen Sinner und Pein, Monen Sinner und Pein, und tausende Jahre als Tropfen nach Tropfen. Es gießen sich Tränen herein und tausende Jahre als Tropfen nach Tropfen. Es gießen sich Tränen herein. Der Arbeiter, wer wird endlich lesen von Hunger und ewiger Leid, von Hunger und ewiger Leid. Und wer wird dem Weg ihm zu Freiheit beweisen, zu Brüderschaft, Gleichheit und Fried? Und wer wird dem Weg ihm zu Freiheit beweisen, zu Brüderschaft, Gleichheit und Fried? Der Arbeiter wird die Welt befreien, heilen. Wird der Griechen dem Tom bis in Grund. Wird der Griechen dem Tom bis in Grund. Soll leben von Russland, von Litauen und Polen, der jüdische Arbeiterbund. Soll leben von
Russland von Litauen und Polen. Dem jiddischer Arbeiterbund. Sehr schön, so schön. Dank. So, das zweite Lied ist nicht Asa Abarimter. Es ist ein schöner, aber euch nicht willendiger komischer. Es ist Propaganda für den neuen sozialistischen jüdischen Ganeden, Birobijan, der sowjetische Alternative von Zionism. Es uns erzählt, als Machen Honig ist geworden eine jüdische Parnasse. Es ist gewesen geschrieben für eine Vorstellung in 1938. Ich habe übergeschrieben das Lied von der Gesang von Marine Gordon. Ich habe es sich gelernt von Itzik Gottsmans Blog Yiddish Song of the Week. Jummen binnen. Jummen binnen, binnen, jummen. Es klingt von Weiten nach Harmonik und herum ist Wald und Blumen und die Luft ist süß wie Honig und herum ist Wald und Blumen und die Luft ist süß wie Honig. Oi, Sarah, kennen Haare, es ist die Erde mit Saft vergossen, machen Honig ist geworden, schon ein jiddischer Parnasse, machen Honig ist geworden, schon ein jiddischer Parnasse. Stehen Bindstocken in Regen, es ist die Nacht der Säule wannig, sollen sich die Kinder freien mit dem lindensüßen Honig, sollen sich die Kinder freien mit dem lindensüßen Honig. Ein Sarah-Rachwes kennen Haare, es ist die Erde mit Saft vergossen, machen Honig ist geworden, schon ein jiddische Parnasse, machen Honig ist geworden, schon ein jiddische Parnasse. Essen gesund, dem Honig süßen, zwischen Felder Bläue, wenn Gedichte Honig fließen,
ist gesund und hat Hanoi. Wird Gedicht der Honig fließen, ist gesund und hat Hanoi. Vergossen, machen Honig ist geworden, schon a jiddische Parnasse. Machen Honig ist geworden, schon a jiddische Parnasse. Woo! Bravo! Bravo. Bravo, Phil. A real singer. So I'm going to. I'm not going to unmute. I'm not going to mute everyone now. So you are all unmuted, but if you just keep quiet for a minute before passing over to Fiona. Okay, I'll mute everyone. Before passing over to Fiona, I just want to say a few words. And that is, first of all, I'd like to thank some people. I've worked now in the last couple of weeks with all of the people who've been performing, and you've been an absolute delight to work with. I want to thank you very, very much for all your time, your energy, the thought that you put into things, the way you responded to me, even when I was hassling you for translations. You've been fantastic to work with, and it's been a joy for me to have that contact with you. I want to particularly thank Tamara and Arturo, and because we three were going to come together to Scotland. We were going to go to Scotland, we talked about it and we discussed it and we planned it, and then it didn't happen and we're here as a Zoom. But I think that, you know, that we worked together on that, and that was really important. And I'd like to thank also Steve for doing the PowerPoint, Arturo for doing some of the translating, and Fiona for wanting us, and for Skojek sort of like just coming in there and saying, we like this idea, come along and do something. And it gave us an impetus to do our Zoom Yiddish Open Mic London as well. And I think that, Fiona, you've been fantastic. You've been a wonderful person to work with, and your energy and lightness has just been a complete joy. And lastly, you've been such a lovely audience. Thank you all so much. It's been super. Thank you, Vivi. No, thank you. Thank you. Goeiedag, Vivi Zera. Gute Yes, Arbeit. Had not heard of it. Stay safe. Adan Kalle was einen gekommen. Vivi, Vivi, Yes. Vivi, Just to say, Vivi, via music liebhaber. Ja. Ik wil... Ja, Lord. Okay, I'm going to mute everyone so Fiona can say something to you. Fiona, unmute yourself. Okay, thank you so much. Just a few final words from me on behalf of Skojek. Just thanking everyone so much for coming, to thank all the performers. We don't need to screen share, it just says it's me really. Turn that off and then we can see each other. Thanking everyone so much for coming, thanking all the performers, thanking Stephen and Arturo and Tamara, but above all to thank Vivi, who has been working on this pretty much full time for the last 2 weeks, and she kept saying, I've got to write a book. Anyway, she kept going, and she's now put together a 150-page PowerPoint and went through it and through it and through it and did all the translation, and she read out my piece and she coached me in Yiddish.
It's been wonderful being part of this evening in so many ways. I'm really glad I pushed myself to do a piece in a language I don't speak. So many of the words came back to me when I was working on it with Vivi's coaching, that it really felt like I was coming home, and the whole evening felt like I was coming home. So thank you to everybody. I just had a little tear in my eye halfway through when I was doing my piece, because I remembered it was found in my dad's papers after he died. And so I was like bringing my dad to life with this. We had a small problem with our Zoom room in that even though we've paid for a 500 place room, Zoom decided to stop people coming in after 100. So I've been trying to get in touch with them, and we have a few apology notes to write tomorrow to people. We've sort of solved it because it's been out live on YouTube and people have been watching it on there. We've recorded the evening. We're going to be putting a link to the recording on the Skojec website, and I'll also be sending a link to the recording to everybody who's registered, and a link to the PowerPoint to everybody who's registered. So you'll all be able to see all this stuff tomorrow. And it's just been wonderful. Thank you so much on behalf of Skojec. Can I just put the, this is really mercenary, but can I put the funding link, or can Jean put the funding link back in the chat, please, for anybody that hasn't given us a small donation? Just think of all the money you saved because you didn't have to travel here. You got 20 performers, had a fantastic time, and it'd be really helpful for us to just help us with, we've got funding from, some funding from the Scottish Government and from the Netherley and Clarkston Charitable Trust, but it'd really be helpful to have some funding from you as well, just to help us cover our costs. So back to Vivian, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Okay, you. I haven't had more to say. Just like people, can people stay around and chat, Fiona? Yes, well, I'm going to keep it open. My bedtime's at 11, so I'm going to keep. I'm going to turn off the recording. I'm going to turn off the live on YouTube, and I shall leave it for you to all shout at each other across the thing. Vivi, yeah. via muziekliefhebber, ik wil zeggen een große danken zu Ellen und Heather Vernissingen. Oh, right. Someone mute that guy. Heather, you're such a performer. Unmute yourself. I'm going to unmute everyone. Hang on a second.